Meine Damen und Herren, Außenstößer Lately Show in Berlin, das sind die Lately News. Alles andere sind nur Fake News. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Um den täglichen Autolawinen Einhalt zu gebieten, gibt es Ideen, wie zum Beispiel den Personennahverkehr weiter auszubauen oder Bierhalter an alle E-Roller anzubringen, damit man wenigstens morgens schon mal ein schönes kühles Bier genießen kann. Dass es aber auch in eine andere Richtung, nämlich zu mehr Autos gehen kann, zeigt mal wieder Berlin. Denn hier haben der regierende Bürgermeister Michael Müller und der Bundeslobby-Verkehrsminister Andreas Scheuer die weltweit erste innerstädtische Teststrecke für automatisiertes und vernetztes Fahren eröffnet. Die Strecke verläuft dabei vom Ernst-Reuter-Platz über die Straße 17. Junis bis zum Brandenburger Tor und ist insgesamt 3,6 Kilometer lang. Auf dieser Strecke werden nun bis zu 5 Autos teilweise autonom fahren und Daten sammeln. Wie wir gerade exklusiv erfahren haben, stehen die 5 Fahrzeuge allerdings seit dem Testbeginn am Montag immer noch im Stau und haben dabei erst 15 Meter Strecke zurückgelegt. Also alle 5 zusammen, und das ist für Berliner Verhältnisse schon sehr, sehr viel. Denn es gibt in Berlin Menschen, die sind in einem Stau geboren worden und noch vor dem Stauende wieder gestorben. Leipzig. Es gibt nichts Schlimmeres, als am Flughafen im Stau zu stehen und nichts geht mehr. Noch viel schlimmer ist es allerdings, wenn man dann endlich an der Reihe ist und der Flughafen dann geräumt werden muss. Genau das ist nun am internationalen Flughafen Leipzig-Halle passiert. Denn einem Mitarbeiter war eine starke Rauchbildung aufgefallen und deshalb hatte er sofort den Feueralarm ausgelöst. Und so wurde das Terminal geräumt und der Feueralarm legte damit den kompletten Flugbetrieb lahm. Jedoch war der Auslöser dafür nicht etwa ein brennender Trolley, sondern in der Bäckerei neben dem Terminal hatte die zuständige Backwarenmitarbeiterin einfach nur vergessen, die Charge Aufbackbrötchen rechtzeitig aus dem Backofen zu nehmen. Nach einer halben Stunde konnte dann der normale Flugbetrieb wieder aufgenommen werden. Die Mitarbeiterin wiederum wurde umgehend befördert und darf sich dem Backofen nicht mehr auf 100 Meter nähern. Allerdings bedeutete diese Beförderung auch, dass sie nun zum BR versetzt wurde und die dortige Bäckerei leiten muss. Und sollte sie dann wieder Brötchen anbrennen lassen, fällt das dort niemandem auf. Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. Kosovo. Eigentlich dachte die Menschheit, dass die Pocken schon lange ausgerottet wären. Allerdings gibt es Pockenstämme noch in 2 Forschungslaboren. Eines davon ist in Atlanta und gilt als Brutstätte von The Walking Dead, während das andere in Kosovo in der Nähe von Novosibirsk in Westsibirien ist. Nun kam es aber genau dort zu einem Zwischenfall, als es in der 5. und 6. Etage des Labors zu einer Explosion kam. Das Labor wiederum existiert bereits seit Sowjetzeiten und diente als geheimes Labor zur Entwicklung von Biowaffen, unter anderem auch mit gefährlichen Pockenstämmen. Und genau diese könnten nun bei der Explosion freigesetzt worden sein. Zwar hat die örtliche Gesundheitsbehörde bereits eine Warnung gegeben, dass dies nicht passiert sein soll, allerdings reiste trotzdem der russische Präsident Wladimir Putin extra nach Kosovo, um von dort zu berichten: Es ist alles in Ordnung hier in Westsibirien, es gibt ja keine Pockeninfizierung. Dass wir die Stadt gerade evakuieren und demnächst mit einer Atombombe die Gegend nuklear säubern, hat rein gar nichts mit den Pocken zu tun. Es ist nur zufällig. Barcelona. Drogenschmuggler kommen auf die seltsamsten Ideen, um Drogen zu schmuggeln. Ob Heroin in Kondomen, die verschluckt transportiert werden, oder Drogen in kleinen U-Booten an die Küste zu bringen. Ich persönlich würde es einfacher versuchen und die 300 Tonnen Kokain einfach über die DHL verschicken. Wenn dann doch mal der Drogenhund beim DHL-Paketboten anschlägt, hat der das Problem und nicht ich. Außerdem, wenn der Zoll einen Container sieht, wo drauf steht, hier sind Drogen drin, halten die das für zu offensichtlich und kontrollieren den nicht. Genau so offensichtlich hat nun ein Kolumbianer versucht, Kokain im Wert von 30.000 € nach der Landung durch den Zoll in Barcelona zu schmuggeln. Und zwar auf seinem Kopf, getarnt durch ein Toupet und einen großen Hut. Aufgefallen war dem Beamten, weil er ziemlich nervös war und extrem stark schwitzte, wegen dem dicken Plastikpäckchen, dem Toupet und dem Hut auf seinem Kopf. Heutiges Fernsehbusiness-Teilwissen: Kokain im Wert von 30.000 € nennt man übrigens, falls jemand auf der nächsten Party mal mit Halbwissen glänzen will, auch einen Pro7-Vorstandsfreitag. Und noch zum Abschluss das Fake News Medium der Woche. Ist dieses Mal eindeutig das Schmackofatz-Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Schmackofatz-Magazin nur vollgestopft ist mit
Fake News. Ich habe früher mein Geld auf eine andere Art und Weise verdient, als heute als einer der bekanntesten News-Anchormen westlich der Weichsel. Aber ich war auch mal jung und brauchte das Geld. So musste ich damals die eine oder andere Banane pellen oder oftmals in gebückter Position arbeiten und ich hatte recht wenig Text. Klar, einiges ging mal ins Auge, aber ich denke, jeder sollte solche Erfahrungen auch mal machen. Denn ich habe damals in einer Küche einer Catering-Firma gearbeitet. Umso erfreuter war ich, als ich das Schmackofatz-Magazin in unserer Kantine sah und dieses kostengünstig in meinem Teller Gulasch verstecken konnte. Den Teller Gulasch hatte ich natürlich von zu Hause mitgebracht, damit das noch einmal klar wird für die Kasse. Aber das Schmackofatz-Magazin machte dieses Gulasch auch nicht besser. Wobei mir gerade einfällt, dass ich gar nicht in einer Catering-Firma gearbeitet habe, sondern Schmackofatz war mein Pornoname. Gerade deshalb sei gewarnt, Schmackofatz Magazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und du stehst ab sofort unter unserer Beobachtung. Das waren die Lately News, wir sind wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere sind nur Fake News.